dass die Radiästhesie eine große Rolle gespielt hat im ganzen spirituellen und religiösen Leben. Zum Beispiel eine römische Stadtgründung wurde immer von den römischen Priestern, von den Auguren, über lange Zeit hinweg geplant. Die römischen Auguren hatten den Auftrag, erstmal den richtigen Ort zu finden. Das heißt, es musste energetisch die richtige Situation herrschen. Dann haben die Auguren eine Achse Nord-Süd, ungefähr Nord-Süd festgelegt. Dann gibt es eine Ost-West-Achse und dann gibt es einen Schnittpunkt natürlich. Um die 4 Quadranten des Schnittpunkts ist das Parlament, der Tempel, die Verwaltung und war in der Regel eine Quelle, die Wasserversorgung der Stadt. Zuletzt kamen die Auguren mit 2 weißen Ochsen und sind gegen den Uhrzeigersinn um die Stadt, haben einmal um die Stadt gepflügt. Les arrondissements. Exactement. Und dann hat man praktisch den Auswurf des Pfluges nach innen. So ist eine Rinne entstanden und diese Rinne hat die Stadtmauer markiert. Die Römer haben aber relativ wenig selber erfunden. Das heißt, sie haben sie von überall her auch das Beste rausgepickt. Das heißt, man muss eigentlich in der Geschichte noch weiter zurückgehen. Man findet bei den Etruskern, es gibt eine interessante Geschichte bei den Etruskern. Vielleicht habt ihr das mal gesehen. Ein Kleidungsstück, eine Brosche von den Etruskern. Man dachte, sehr kunstvoll, ein schöner Schmuck, bis ein Radiesthet sich das mal genauer angeschaut hat. Das hat nämlich eine exakte entstörende Wirkung. Das ist eigentlich ein Schutz. Also überall in den alten Kulturen findet man Dinge, die eigentlich radiästhetischen Bezug haben. Und es gibt eine ganz interessante Arbeit von einem Wissenschaftler aus Österreich, Professor Dr. Heinrich Kusch heißt der, Paläontologe. Der hat sich viel beschäftigt mit sogenannten Erdstellen. Die gibt es in ganz Europa, aber Herr Kusch ist ein Österreicher, der hat deswegen viel in Österreich geforscht und hat da über Hunderte gefunden. Die Zugänge sind oft bei alten Bauernhöfen im Keller, auch ein bisschen verschüttet oft oder zugemacht mit Steinen. Und innen drin war praktisch nie was zu finden. Manche haben behauptet, klar, das sind Erdlager, wie ein alter Kühlschrank für Wein oder Käse oder Lebensmittel. Aber man hat nie Reste von Lebensmitteln oder solchen Dingen gefunden. Man diskutiert bis heute eigentlich, welchen Zweck sie wirklich hatten. Es ist nur auffällig, in diesen Gängen waren immer wieder Nischen. Das haben fast alle. Und es gibt eine Verbindung, ein Verbindungsloch zwischen 2 Kammern, wo man gerade so durchpasst. Und man hat festgestellt, dass an dieser Engstelle fast immer ein radiästhetisches Phänomen zu finden ist. Wasserader. Oder Verwerfung. Und dann hat man kombiniert. Es gibt überall auf der Welt Steine, die ein Loch haben, wo man durchschlüpfen kann. Bei uns nennt man sie Schlupfsteine. Bis heute die Möglichkeit, dass man das besichtigt in Klosterneuburg. Aber diese Erkenntnisse, die da gewonnen wurden, waren
finde ich, spektakulär, weil die ganze Geschichte von der Bronzezeit, von der Eisenzeit, so wie wir sie gelernt haben, möglicherweise nicht stimmt. Zumindest nicht umfänglich, so wie wir das gelernt haben. Also ich habe festgestellt, manchen Menschen macht es ein großes Unbehagen, die Vorstellung, dass vieles nicht stimmt, was wir gelernt haben. Aber ich finde es eigentlich eher interessant. Ja. Also Très inquiété. Wenn wir jetzt dann so über die mögliche andere Erdgeschichte, über die mögliche andere Evolution sprechen, über all diese Geschichten, die du da so schön erzählst, dann versucht unser Verstand immer mehr es verstehen zu wollen, weil das, was aufgeschrieben worden ist, vielleicht gar nicht so stimmt. Und für uns die wirklich super Möglichkeit, dahin zu kommen, was ist wirklich wahrhaftig, ist über die Antenne. Weil wenn ihr lernt zu muten und eurem Ausschlag der Antenne zu vertrauen, dann entdeckt ihr all diese Wahrheiten.